Nosferatu ist ein filmischer Meilenstein von 1922 und dabei hätte der Film die Zeit nicht unbedingt überdauert, denn es war die Witwe von Bram Stoker, die damals gegen den Film klagte, weil die Figur des Graf Orlok sehr nah an Dracula dran war und sie bekam Recht, was zur Folge hatte, dass laut einem Urteil alle Kopien von Nosferatu hätten zerstört werden sollen. Nun hat das nicht unbedingt ganz so gut geklappt, wie die Zeichen der Zeit zeigten, und deswegen ist Nosferatu eben auch ein filmischer Meilenstein, und gerade wenn man weiß, dass Figuren wie Sherlock Holmes oder Dracula die meist aufgegriffenen in der Filmgeschichte sind, auch letztendlich ein Vertreter in genau diese Richtung. Werner Herzog und Klaus Kinski haben sich unter anderem diesem Stoff ja auch angenommen, und nun, gut 100 Jahre später, ist es Robert Eggers, der versucht, einen Kindheitstraum wahrzumachen und eine Neuauflage von Nosferatu in die Kinos bringt. Im Deutschen der Zusatz dann der Untote, 113 Minuten ist er lang, ab 16 Jahren freigegeben, startet hierzulande am 2. Januar in den deutschen Kinos, und gestern Abend war die Weltpremiere hier in Berlin. Ironischerweise, schönerweise, eigentlich nur ungefähr Luftlinie ein paar hundert Meter weit weg von dem Ort, an dem die Weltpremiere damals im Zoologischen Garten in Berlin stattgefunden hat, vor über 100 Jahren, und damit eine alte Geschichte in neuem Gewand. Und Robert Eggers kann natürlich genau der Regisseur sein, der dafür der Richtige ist, weil wenn es um atmosphärisches Schaudern geht und dem Einfang eines Horrors, ist er sicherlich der Richtige, denn in The Witch hat ja eine so dicht eine so stark verdichtete Atmosphäre uns geboten, dass man die ganze Zeit das Gefühl hatte, irgendwas ist doch hier wahnsinnig merkwürdig. In der Leuchtturm mit dem Drehen von Optiken und damit Optiken aus den 30er Jahren, diesen Wahnsinn von zwei Männern, die festsitzen und nicht runterkommen von einer Insel zwischen Robert Pattinson und Willem Dafoe, war auf jeden Fall super spezielles Kino. Und zuletzt auch The Northman mit Alexander Skarsgård mochte ich richtig gerne, dessen Bruder Bill Skarsgård hat er sich jetzt geschnappt für Graf Orlok. Kaum erkennt man diesen wieder in Nosferatu, sowohl im Voice-Acting steigt ja so tief ab über seine Stimme, in dem alles so drüber gurgelt und es wirklich nach Dämon gefühlt schon klingt, und auch das Design des Graf Orlok, der eher wie von einer Seuche befallener Körper aussieht, da erkennt man nicht wieder, dass das ein Skarsgård ist, wenn man es nicht wusste, dann dahinter. Aber worum geht es erst einmal in Nosferatu? Es geht um den Makler Thomas Hutter, der ziemlich kurze Flitterwochen hatte zusammen mit seiner Frau oder frisch angetrauten Ellen, denn die Arbeit ruft schon wieder, und wir befinden uns im Jahr 1838 in Wisborg in Deutschland, und das ist sein Chef, der von ihm verlangt als Immobilienmakler, er soll nach Transsilvanien gehen, oder genauer gesagt tief ins Hinterland von Böhmen in die Karpaten zu einem Grafen, der unbedingt ein Immobiliengeschäft besiegeln will. Der möchte sich in einem Ort in der Villa Grunwald niederlassen, nicht weit weg, und in die moderne Welt gelangen, und will das sofort aber auch unterschrieben wissen, weswegen sich Thomas auf einen langen, beschwerlichen Weg machen muss, und je näher an das Schloss des Grafen kommt, umso mysteriöser werden die Umstände. Allein die Rituale der Bevölkerung, die nicht weit davon entfernt leben, machen ihn skeptisch. Und so gibt es zum Beispiel Themen wie Vampirismus, die in der Luft liegen, wie man mit Toten umgeht, wie man Särge nochmal öffnet, um metallische Gegenstände durchs Herz zu treiben. Dinge, die heute immer noch in Regionen wie Rumänien und so immer wieder vorkommen und tatsächlich passieren, wie ich in einem National Geographic Artikel von einem halben oder dreiviertel Jahr mal gelesen habe, und alles andere als uninteressant ist. Und Thomas muss eben merken, irgendwas ist hier komisch, und je näher er ans Schloss kommt, verfällt er auch selbst langsam dem Glauben, dass hier etwas Dämonisches in der Luft liegt und dass vielleicht dieser Graf nach seiner Heimat greift, aber ein uralter, oder nicht uralter, ein, sagen wir mal, etwas älterer Pakt in der Luft liegt, der auch ihn umschlingen könnte. Das alles Nosferatu, und die Grundgeschichte ist über 100 Jahre alt und sicherlich von Robert Eggers nicht grundsätzlich neu erzählt oder erdacht, aber schon an die Länge gezogen. Der Film ist so um die 40 Minuten länger als die 1922er Version, und was er auf jeden Fall schafft, ist erstmal ein fulminanter Auftakt. Die Atmosphäre, die sich sofort ergibt, wenn wir erst einmal nur etwas Melodie, sowas wie eine Spieluhr hören, eine Frau, die offensichtlich, sagen wir mal, angestrengt ist, und sich dann nach und nach erst das Bild öffnet, was generell in Nosferatu immer nur zwischen dunkel und sehr düster agiert. Das heißt, wenn ihr den Film schaut, braucht ihr einen sehr dunklen Raum und dementsprechend eigentlich auch die große Kinoleinwand, weil sich sehr viel auch über das Sounddesign, aber auch die Klänge und die Filmmusik transportiert, und sofort schafft es Robert Eggers, die eben
genau dieses atmosphärische, schaudernde, gruselige, horrorhafte zu erzählen. Das, was irgendwie nach dir greift und überlässt dabei viel deiner Fantasie, zeigt zum Beispiel nur Silhouetten, wo in deinem Kopf sich Bilder abbilden, die dann aber nicht der Wirklichkeit entsprechen, wo ich so ein bisschen Hereditary-Vibes hätte, als kleiner Verweis auf Ari Aster, der auch eine starke Bildsprache hat. Und so ist vor allem, wie ich finde, Nosferatu in der ersten Hälfte ein richtig stark verpackter Film, bei dem einen auch der Schauerwaller gekonnt mit Jumpscares am Anfang arbeitet, wo ich so dachte, oh, holy, hier baut er dir ein paar Bilder ein, wo im Kinosaal einige zurückgeschreckt sind, aber insgesamt das Thema Jumpscares mit zu viel an dem Film verwendet wird und ich dachte, oh, da wird er ja irgendwie ein bisschen generischer, als ich es erwartet habe. Und dann dreht der Film in der zweiten Hälfte bei 2 Punkten in eine Richtung, wo ich so dachte, fiel mir ein bisschen schwer. Zum einen wird er spürbar länger, weil er sich ganz langsam dann fortentwickelt, aber nicht in so einem Slowburn-Charakter, wo ich mir so denke, oh, das macht Sinn, sondern es ist schon insgesamt relativ absehbar, was hier Schritt für Schritt passieren wird. Und dann aber auch spätestens zu einem Zeitpunkt, wo Willem Dafoe auftaucht, der Cast immer mehr theatralischer wird. Das wirkt alles so, vom Spiel her wird es immer mehr wie auf einer Theaterbühne, immer größer werden die Bilder, die Flammen und Feuer und Blut und alles, was dazugehört. Das geht dann aber irgendwie zu Kosten aufgrund einer gewissen subtilen Art, die der Horror eigentlich abverlangt, um sich so ganz langsam unter unserer Haut zu schmiegen. Kurzum, ich hatte so ein bisschen meine Probleme in der zweiten Hälfte mit diesem Nosferatu, aber er schafft dabei trotzdem Bilder, Momente, die ich nicht vergessen werde, aber auch so ein Gefühl von, dass er nicht die Fußspuren hinterlassen wird, die ihm das Original in der Filmgeschichte hinterlassen hat. Alle Male ist er aber sehenswert und das merkt man beispielsweise auch in der Besetzung. Da sind so ein paar Sachen, die gehen ein bisschen auseinander. Nicholas Hoult sich immer gerne als Thomas Hutter, im Grunde unser Hauptdarsteller, über dessen Schulter wir diesen Schauer, diesen Grusel, diesen Grafen, alles was damit zu tun hat, kennenlernen, wo die Kamera auch ganz oft seinen Blick nimmt und wenn Dinge verrückt werden im Raum, auch über seine Perspektive uns dann mitnimmt und von A nach B verrücken lässt. Und das ist ganz gut, dass wir ihm über die Schulter schauen, weil Nicholas Hoult oft eine zurückgenommene Spielweise hat, ohne dabei aber unpräsent zu wirken. Finde ich eine ganz gute Wahl. Vor allem, wenn man überlegt, dass Harry Styles das erst machen sollte, finde ich den sicherlich sogar die bessere Wahl. Wenn wir dann aber beispielsweise Lily Rose Depp als Ellen Hutter rausnehmen, eine, die mehr im Fokus rückt, als es vorher der Fall war, in einer Welt, in der sie gleichzeitig mit einem klaren Frauenbild konfrontiert wird und eher so eine ist, die zurückgelassen wird, die zu warten hat auf ihren Mann, aber trotzdem eine sehr große Bedeutung hat, wo ich es euch jetzt nicht vorwegnehmen will, falls ihr über die Geschichte insgesamt weniger wisst, ist ihr Spiel zum Beispiel am Anfang so ein bisschen aufgesagt und irgendwie passt es nicht, aber je länger der Film wird, weil er dann eben dieses Große bekommt und auch von ihr physisch viel abverlangt, finde ich sie dann hinten raus deutlich besser als am Anfang, wo ich mir aber eigentlich wünschte, dass ihre Figur dann auch am Anfang mich gleich schon mitnimmt, weil es da eigentlich schon so ein bisschen stören konnte, dass ich mir so dachte, das passt jetzt hier irgendwie nicht so rein. Das gilt übrigens auch komplett für Emma Corrin, die Anna Harding spielt, bei der ich auch so dachte, die sagt so richtig oft ihre Texte einfach nur auf und die fällt so aus dem Cast ganz raus. Und Aaron Taylor Johnson als Frederick Harding, der quasi ein Werftbesitzer ist, ein industrieller, recht wohlhabender Mann, der von all dem, was da auf diese kleine Stadt Wisborg und auch Albträumen, die umhergehen, nichts zu tun oder nichts wissen will und im Grunde sagt, das kann ja alles hier nicht wahr sein, das ist ja alles an den Haaren herbeigezogen, sich nach und nach aber auch damit konfrontieren lassen muss, was da passiert ist. Aaron Taylor Johnson eigentlich, der mit so einer sehr coolen Präsenz aufwartet und ich hier so dachte, der wirkt relativ austauschbar, weil er der Figur nicht so wirklich seinen Stempel aufdrücken kann. Bill Skarsgård würdest du nicht wiedererkennen, als Graf Orlok finde ich aber extrem eindrucksvoll, der macht das richtig gut, der hat anscheinend mit diesen sehr düsteren Figuren einfach seinen Spaß, ob das ein Pennywise ist, ob das zuletzt Crow, auch wenn Crow ein unterirdisch schlechter Film war, scheint er sich mit diesen Figuren, die so sehr morbide sind, ob es zuletzt, er war doch, glaube ich, er war doch in John Wick 4 auch der Gegenspieler. Er mag einfach so diese düsteren, kaputten, machthungrigen Figuren, den sehe ich richtig gerne, der macht das auch gut und Willem Dafoe ist natürlich eine Schauspiellegende, hier als Professor Alban Eberhard von Franz, natürlich können wir alles hier in Deutsch dann ganz aussprechen, aber der hat aufgrund seiner Mimik immer schon so eine gewisse Präsenz, dass wenn er dann noch auf größer und größer macht, ich schon fast so in seinem Schreien und Wahn in ein, zwei Momenten so ein bisschen Green Goblin Vibes bekommen habe, ich mir denke, nee, es ist mir irgendwie zu viel. Es ist mir irgendwie insofern zu viel, als dass es sich dann eher wie klassischer Film von vor Jahrzehnten anfühlt und da wandelt Robert Eggers schon auf so alten Faden entlang, ohne dann manchmal das moderne Antlitz mit einzubauen. Und da hätte ich mir schon auch irgendwie gewünscht, es etwas kleiner zu kochen, weil ich mag diesen Film in der ersten Hälfte deutlich mehr als in der zweiten. Und dann gibt es mit Simon McBurney noch eine Figur, die Nock ist, über dessen Wahnsinn und auch dem Verlangen zu dienen sich quasi mehrere Elemente gegenüber dem Vampirismus zeigen. Zum einen der Horror und die Angst, dass es nach einem greift, aber dann auch das Verlangen, dem zu dienen, vielleicht verwandelt zu werden.
werden und insgesamt auch eine sehr erotische, körperlich befriedigende Komponente, bei der die Kamera auch gerne draufhält. Also die FSK 16 zeigt sich in blutigen Sequenzen, auch gegenüber Tieren beispielsweise, aber auch in seiner Nacktheit und in seiner puren Lust, die sich da kumuliert innerhalb des Films. Dazu eben Bilder, wo oft auch Eindrücke stehen gelassen werden, zum Beispiel große Tore sich öffnen, weite Wege im verschneiten Waldweg dann existieren. Nur die Jumpscares, wie gesagt, hätte ich hier und da nicht gebraucht. Und das Spiel mit Licht mag ich auf der einen Seite, aber anscheinend auch einige Bilder, die bei Tag gedreht wurden und dann nachträglich auf Abend bearbeitet, die bekommen immer so diesen leicht blaustichigen und eigentlich zu kontrastreichen Look dafür, dass es Nachtbilder sind. Vor allem, wenn man mit dem Schatten arbeitet, mit der Hand von Graf Orlok, die durch die Nacht greift. Hätte man vielleicht auch eine andere Variante finden können. Ansonsten, toll verpackt, das Ding in Tschechien gedreht, auch in alten, fast schon ruinhaften Schlössern, die dann eben eine ganz eigene Atmosphäre mit sich bringen. Die Musik, wenn sie mit den eigenen Klängen, aber auch so mit so Chören aufarbeitet, mal groß, mal ganz klein, geben halt immer auch so einen gewissen Raum und so ein gewisses Unbehagen, weil dann eben auch so gefühlt so eine religiöse, düstere, gotische Atmosphäre sich seinen Weg bahnt. Und das Sounddesign, was uns in den Schreckensmomenten auch manchmal richtig wuchtig mit reinkommt, mochte ich. Und auch die Effekte sowie das Kostüm. Kostüm muss man sagen, Ausstattung, aber vor allem Kostüm von Graf Orlok, richtig gut gemacht, passen sich die Effekte auch für sich in eine Welt ein, wo ich denke, okay, ihr seht schon, es gibt vieles, was mich überzeugt, aber auch ein paar schwerwiegende Dinge, wo ich wirklich so merke, er verliert sich so hinten raus, auch zu stark, auch dann für mein Interesse, sodass ich dann nach dieser Version so denke, gut, dass ich ihn gesehen habe, er ist alle Male sehenswert, aber ich habe das Gefühl, etwas kürzer und hinten raus vielleicht doch noch mal eine eigene Note mehr noch hineinzubringen, hätte ihm noch mal besser getan. Und sowas wie diese Jumpscares sind mir dann doch zu oft zu unnötig. Ich bin gerne bei 7 von 10 möglichen Punkten dabei. Als Horrorfilm genauso wie insgesamt. Wobei als Horrorfilm ist es, glaube ich, fairer, ihm 8 zu geben und dann insgesamt 7, weil er das, was er da aufbaut, die Stimmung, die Atmosphäre, das ist schon die Handschrift von Robert Eggers und die findet man auch selten in so einer ähnlichen Art und Weise wieder vor. Und es ist immer auch ein Erlebnis, seine Filme zu sehen, wenn man darauf Lust hat, weil die schon auch nochmal eine ganz eigene, spezielle Art haben, die einen vereinnahmen kann. Insgesamt dann 7 von 10 möglichen Punkten. Eine sehenswerte Nummer, wo der Trailer schon auch in die Richtung geht, wie es sich anfühlt, den ganzen Film zu schauen. Und ich kann nur empfehlen, ein bisschen Sitzfleisch mitzubringen. Die 133 sind es, Entschuldigung, Minuten sind dann auch spürbar. Okay, dann bin ich am Ende meiner kurzen kleinen Review zu Nosferatu. Ab dem 2. Januar, also noch einen knappen Monat warten, angesagt in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.